Hallo und willkommen zu diesem Deep Dive. Heute knöpfen wir uns ein Thema vor, an dem man in den Nachrichten einfach nicht vorbeikommt. Aber keine Sorge, wir schauen weit hinter die tägliche Hysterie in den Schlagzeilen. Wir stützen uns auf fundierte Quellen und harte Daten, um zu entwirren, wie geopolitische Konflikte unsere globalen Märkte im Kern wirklich beeinflussen. Also mal ehrlich, das ist doch komplett verrückt, oder? Der Konflikt ist eskaliert. Und was ist am Markt passiert? Öl, Gold und Rüstungsaktien sind gefallen. Eigentlich müssten die doch durch die Decke gehen. Warum tun sie das nicht? Das ist eine faszinierende finanzielle Anomalie. Und genau dieses Rätsel werden wir heute Schritt für Schritt zusammen lösen. Okay, lassen Sie uns direkt einsteigen. Unsere Roadmap für heute. Zuerst schauen wir uns die echte Bedrohung für die Märkte an. Dann, warum die Börse oft genau das Gegenteil von dem macht, was wir erwarten. Danach blicken wir auf das Ölpreisbarometer, klären die spannende Verbindung zwischen KI und Energie und enden mit einer handfesten, langfristigen Investmentstrategie für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Abschnitt 1. Die echte Bedrohung für den Markt. Jenseits des Schlachtfelds. Um die echte Bedrohung zu verstehen, müssen wir, so zynisch das vielleicht auch klingt, eines festhalten. Den Finanzmärkten ist der eigentliche Krieg ziemlich egal. Was die Märkte wirklich interessiert, ist die globale Liquidität und die Energiesicherheit. Der wahre Flaschenhals ist nämlich nicht der Schusswechsel selbst. Schauen Sie auf die Straße von Hormuz. Das ist das absolute Nadelöhr. Da gehen rund 20% der weltweiten Öltransporte und massive Mengen an Flüssiggas durch. Die einzig reale Bedrohung für die Weltwirtschaft besteht darin, ob diese maritime Hauptschlagader blockiert wird oder nicht. Wenn da auch nur der Hauch einer Panik aufkommt, sehen wir sofort eine sogenannte Risk-Off-Phase. Was machen Fondsmanager dann in der ersten Schockstarre? Sie ziehen sofort die Reißleine und reduzieren drastisch ihr Risiko. Das trifft dann Technologieaktien, Wachstumsaktien und Small Caps, also die kleineren Unternehmen, am allerhärtesten, und zwar noch bevor sich der Staub überhaupt gelegt hat. Abschnitt 2. Warum Märkte Erwartungen trotzen. Die paradoxe Realität. Klären wir jetzt mal die Frage, warum die Märkte bei der tatsächlichen Eskalation völlig entgegen unseren Erwartungen reagiert haben. Da gibt's dieses alte Wall Street-Mantra: Buy the rumor, sell the news. Also kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht. Die Sache ist nämlich die: Der Markt hatte den Krieg längst eingepreist. Die USA hatten wochenlang Truppen verlegt und die Versicherungsprämien für Öltanker stiegen kontinuierlich an. Das Risiko war also schon längst in den Kursen drin. Als es dann wirklich passierte, dachten sich die Investoren, okay, ist eingetreten, aber es ist nicht schlimmer als befürchtet. Und zack, wurden einfach Gewinne mitgenommen. Das erklärt übrigens auch den fallenden Goldpreis. Das ist wie so eine Art Dominoeffekt. Zuerst steigen die Ölpreise, was logischerweise die Inflationserwartungen nach oben treibt. Dann sagt sich die US-Notenbank, Zinssenkungen müssen wir erstmal verschieben. Das wiederum lässt die realen Renditen und den US-Dollar steigen. Tja, und am Ende dieser Kette fällt dann der Goldpreis. Der größte Feind von Gold ist also nicht etwa ausbrechender Frieden, sondern einfach ein starker Dollar und hohe Zinsen, die länger anhalten. Abschnitt 3. Das Ölpreisbarometer. Die Eskalationsleiter. Lassen Sie uns schauen, wie sich so eine Krise wirtschaftlich aufbaut. Wir nehmen mal den Preis für Brent-Rohöl als unser Barometer. Wenn der Preis bei $80 pro Barrel oder drunter bleibt, tief durchatmen, alles ist entspannt. Auf diesem Level gibt es laut unseren Quellen makroökonomisch gesehen praktisch 0 negative Auswirkungen. Klettert der Preis allerdings in den Bereich von $90 bis $100 pro Barrel, okay. Da wird's ungemütlich. Das treibt die globale Inflation an, die Zentralbanken bremsen bei Zinssenkungen und wir als Verbraucher merken das direkt im Geldbeutel. Das ist der Punkt, an dem die Konsumausgaben anfangen zu stottern. Und die absolute Gefahrenzone, die beginnt bei über $120 pro Barrel. Wenn wir diese Schwelle überschreiten und uns dort halten, dann klingeln die Alarmglocken. Dann sprechen wir über handfeste Ängste vor einer globalen Rezession oder sogar Stagflation. Das wäre dann quasi ein Déjà-vu zu den großen historischen Energieschocks von 1973, 1979 oder 1990. Was heißt das jetzt ganz konkret für Sie? Simpel. Ignorieren Sie den täglichen Nachrichtenlärm über einzelne Gefechte. Fokussieren Sie sich stattdessen auf genau diese 3 Makroindikatoren. Erstens, ist die Straße von Hormuz noch passierbar? Zweitens, hält sich das Brent-Rohöl dauerhaft über $100? Und drittens, ändert die US-Notenbank wegen der Energieinflation ihre Geldpolitik? Diese Dreierregel ist Ihr wichtigster Kompass, alles andere ist Rauschen.
Abschnitt 4. Die KI und Energieverbindung. Ungebrochenes Wachstum? Jetzt mal eine ganz andere, dringende Frage. Wirkt so ein geopolitischer Konflikt eigentlich unseren KI-Boom ab? Viele am Markt haben Panik, dass fallende Konsumausgaben der normalen Bürger die Tech-Branche in den Abgrund reißen. Aber hey, die Realität sieht völlig anders aus. Der KI-Boom wird nämlich von den globalen Investitionsausgaben der großen Unternehmen angetrieben, dem CapEx. Microsoft, Meta, Amazon, Google, die investieren Milliarden. Und diese riesigen Budgets werden nicht von Konflikten im Nahen Osten diktiert, sondern vom globalen technologischen Wettlauf. Der entscheidende Punkt ist also genau das, was dieses Zitat aus unseren Quellen auf den Punkt bringt. Wenn der Krieg nicht zu einer globalen wirtschaftlichen Rezession führt, wird sich der langfristige Trend der KI nicht ändern. Solange wir keine massive, durch Energiepreise verursachte Superkrise erleben, bleiben die Investitionen in die KI-Infrastruktur vollkommen intakt. Abschnitt 5. Langfristige Investitionsstrategie. Strukturierung für die Zukunft. Okay, zoomen wir jetzt mal komplett raus. 5 bis 10 Jahre in die Zukunft. Wir wechseln vom Krisenmodus zur Suche nach echten strukturellen Chancen. Der ultimative Treiber für das nächste Jahrzehnt? Das ist die komplette physische Neuverkabelung unserer globalen Lieferketten. Ob das nun China +1 ist, der Shift nach Indien, Vietnam oder Mexiko oder das Onshoring, also das Zurückholen der Produktion. Die wahren Gewinner der nächsten Jahre sind die Unternehmen, die diesen massiven Umbau von Lieferketten, Stromnetzen und lokalisierter Fertigung überhaupt erst ermöglichen. Schauen wir uns die erste Liga an, die grundlegenden Hardware-Unternehmen für die KI-Infrastruktur. Wir reden hier über absolute Schwergewichte wie Nvidia, Broadcom, TSMC, Micron und Arista Networks. Ganz ehrlich, unabhängig davon, ob es irgendwo regionale Konflikte gibt, sehen diese Firmen weiterhin eine unfassbar starke Nachfrage. Sie sind das technologische Fundament, auf dem wir die Welt gerade neu aufbauen. Aber jetzt wird's erst richtig interessant. Der wahre Flaschenhals für KI sind nämlich längst nicht mehr nur die Grafikchips. Es ist der Strom. KI frisst Energie ohne Ende. Und genau das macht die Energie- und Strominfrastruktur zu einem massiv unterschätzten Sektor. Firmen wie GE Vernova, Constellation Energy, NextEra, Schneider Electric oder Eaton sind hier das fehlende Bindeglied. Ohne deren Turbinen, Stromnetze und Atomkraftwerke gibt es schlichtweg keine KI-Rechenzentren. Und diese Logik zieht sich direkt weiter in die Bereiche Cybersicherheit und Industrieautomation. Moderne Konflikte treiben die Nachfrage nach Sicherheit enorm nach oben. Ein riesiger Vorteil für Firmen wie Palo Alto Networks oder CrowdStrike. Gleichzeitig zwingen uns der Arbeitskräftemangel und die Rückholung von Produktionen dazu, massiv in Industrieautomation zu investieren, was wiederum Unternehmen wie Rockwell Automation, ABB und Siemens in die Karten spielt. Fassen wir unsere Top-Auswahl also mal zusammen. Diese 10 Unternehmen sind deshalb so hervorragend positioniert, weil sie nicht bloß von einem kurzfristigen Ölpreisschock oder Rüstungshype leben. Nein, sie profitieren von mehreren sich überschneidenden Megatrends gleichzeitig. KI, Energiesicherheit, Automatisierung und Cybersecurity. Das sind die sogenannten Multidriver-Aktien und die sind extrem widerstandsfähig. Das bringt uns zur entscheidenden Frage, mit der ich Sie heute entlassen möchte. Sind Ihre Investitionen eigentlich für die panischen Schlagzeilen von morgen gebaut oder für die echten Lieferketten von morgen? Es wird Zeit, den täglichen Lärm auszublenden, aufzuhören, impulsiv zu handeln und stattdessen das Portfolio auf die fundamentale Neuverkabelung unserer Weltwirtschaft auszurichten. Denken Sie da mal drüber nach. Danke, dass Sie bei dieser Analyse dabei waren und bis zum nächsten Mal.